Hallo Leute und beste Grüße aus Miami. Little Havana ist ein Stadtviertel im Zentrum von Miami, Florida. Little Havana wurde nach der kubanischen Hauptstadt und zugleich Kubas größter Stadt Havanna benannt. Little Havana steht für lebhafte Straßen, hervorragende Restaurants sowie vielfältige kulturelle Aktivitäten und einem engen Zusammenhalt zwischen den Bewohnern. Komme mit mir in diesem Florida-Reiseführer auf einen kulinarischen Little Havana-Rundgang durch Miami. Lerne mehr über die traditionell kubanische Küche auf dem Weg entlang der Calle Ocho. Los geht es an der Ecke Südwest 8. Straße und Südwest 16. Avenue beim Little Havana Visitors Center. Mein erster Halt führt mich ins El Pub Restaurant auf ein kubanisches Sandwich. Das leicht geröstete Weißbrot ist mit Schweinefleisch, Schinken und Käse belegt und erhält seinen typischen Geschmack durch etwas Senf, sauren Gurken und Mayo. Einfach lecker und ein guter Anfang. Weiter geht's! Auch finde ich Raucher interessant und in Little Havana einfach ein Pflichtprogramm. Ich bewundere die Kunst hinter handgerollten kubanischen Zigarren im Cuba Tobacco Cigar Factory. Der kubanische Kaffee, der von einem der talentiertesten Baristas der Stadt hergestellt wird, ist klein, stark, etwas süßlich und eines der leckersten Kaffees, die ich je getrunken habe. Kein Bier vor 4, aber ein leckerer Mojito geht hier immer. Limetten waschen, die Enden abschneiden, achteln und zusammen mit braunem Rohrzucker sowie Minze ab ins Glas. Limettenstücke und Minzblätter mit einem Mörser ein bisschen zerdrücken. Crushed Eis und den weißen kubanischen Rum dazu. Und schließlich mit Soda auffüllen. Fertig! Danach genieße ich mit Hühnchen und Picadillo gefüllte Teigtaschen, die wir uns bei dem fantastischen Wetter gleich draußen reichen lassen. Jetzt habe ich leider vergessen, was ich da gerade alles Leckere esse, aber die zahlreichen kubanischen Kuchenspezialitäten sind ebenfalls ein Muss. Ich erlebe das alte Kuba und probiere Guarapo-Saft in einem familienbetriebenen Obstgeschäft. Hierfür wird Zuckerrohr ausgepresst und anschließend in einem mit Eiswürfel gefüllten Becher serviert. Der Geschmack erinnert eher an Gras als an Zuckerwasser, aber in dieser subtropischen Hitze sehr erfrischend und echt lecker. Zum Abschluss einer tollen Little Havana Food Tour in Miami gibt es zum Nachtisch noch selbstgemachte Eiscreme in der Azucar Ice Cream Company.